Verabredung zum Mord. Ich habe keine Frau in den Selbstmord getrieben. Er soll einem jungen Mädchen per Live-Chat Anleitungen zum Erhängen gegeben haben. Wir hatten in den Ermittlungsunterlagen noch nicht mal Tatortfotos. Wir wussten, es kann jederzeit passieren, dass er ein neues Opfer sich sucht. Er würde dann einen Galgen vorbereiten. Er war sich sicher, dass ihm nichts passieren kann. Heimo hatte mit 61 Usern Kontakt. Er hätte doch eigentlich nur helfen wollen. Das ist eben perfide, sich so in die Psyche eines anderen Menschen einzuschleichen. Der will sehr gezielt eine bestimmte Tötungsart. Was für ein kranker und gefährlicher Mensch dahinter steckt. Die Ermittler meinen, dass die Frau gar nicht wusste, was sie da genau tut. Ist das eine Tötung auf Verlangen oder ein Mord? Sie hatte den Wunsch, dass ihr Tod noch etwas Gutes bewirkt. Das war für mich natürlich der absolute Super-GAU. Sind Sie Heimo? Ja? Wenn das ein gefährlich sexuell sadistischer Mann ist, dann wird er nicht aufhören. Es ist ein kalter Dienstagnachmittag, als Polizisten in der Nähe von Bremen eine junge Frau in ihrer Wohnung mit einem Gürtel um den Hals tot auffinden. Stranguliert an der Wohnzimmertür. Es ist die 23-jährige Altenpflegerin Katharina. Für die Kriminalpolizei in Bremen sieht alles nach einem Selbstmord aus. Katharinas Eltern glauben das nicht. Sie sind überzeugt, dass jemand per Chat auf ihre Tochter eingewirkt hat. In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an die Medien. Der Fall von Katharina geht seit gestern vielen Menschen nicht mehr aus dem Kopf. Sie ist dem Ruf eines Irren aus dem Internet gefolgt und hat sich das Leben genommen. Vor 3 Wochen erdrosselte sich Katharina in ihrer Wohnung. Das tragische Ende einer langen Leidenszeit. Vor 2 Jahren starb ihr leiblicher Vater. Für die damals 20-Jährige brach eine Welt zusammen. Sie zog sich immer mehr zurück, trotz psychischer Behandlung. Wenn sie alleine war, hat sie aber auch immer wieder im Internet nach anderen Betroffenen gesucht, mit denen sie ihr Leid teilen kann. Anscheinend hat ihr das geholfen. Es schien so, als würde sie den Tod ihres Vaters so langsam verarbeiten können. Als die Staatsanwaltschaft Bremen das Todesermittlungsverfahren einstellt, suchen sich Katharinas Eltern juristische Hilfe und finden sie bei Daniela Post, einer erfahrenen Strafrechtsanwältin. Die Eltern von Katharina haben sich bei mir gemeldet und kamen zu mir ins Büro und legten mir einen Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft Bremen vor, in dem stand, dass ihre Tochter sich suizidiert hat. Damit wollte sich die Familie nicht abfinden, konnte sich nicht abfinden und haben gesagt, wir haben Anhaltspunkte dafür, dass das nicht freiwillig war. Können Sie uns da helfen? Können Sie uns juristisch unterstützen? Die Eltern haben erzählt, dass ihre Tochter sich erhängt hat. Aber sie sagt, nie und nimmer ist mein Kind freiwillig aus dem Leben getreten. Katharina war Altenpflegerin, sie hatte eine Arbeitsstelle, sie hatte mit Depressionen zu tun. Die Mutter sagte, sie hat viel für sich getan jetzt und sie war voller Hoffnung und es ging ihr gut und sie hat Pläne gemacht, auch mit ihrem Lebensgefährten. Dann hat sie ein geöffnetes Handy gefunden mit einem Chat und auf diesen Chats, die brachte sie mir mit, war nachvollziehbar, dass jemand darauf hingewirkt hat, dass Katharina sich erhängt. Seit Wochen schrieb Katharina fast täglich mit einem Unbekannten. Der Perverse ist online dabei, als Katharina sich das Leben nimmt. Hol den Gürtel. Was daran verstehst du nicht? Und dann, was soll ich machen? Katharinas Mutter geht mit dem Tod ihrer Tochter jetzt bewusst an die Öffentlichkeit. Sie will, dass der Anstifter gefunden wird. Steckt tatsächlich ein Psychopath hinter Katharinas Tod? Die Anwältin der Familie versucht dafür Indizien zu finden und besorgt sich Katharinas Akte.
Wir hatten in den Ermittlungsunterlagen noch nicht mal Tatortfotos. Selbst ein Suizid, das wird dokumentiert. Wir hatten gar nichts. Es war in den Akten einfach gar nichts. Es wurde ja noch nicht mal das Handy sichergestellt. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und eine Generalstaatsanwaltschaft wird es hoffentlich nicht so hinnehmen und hat Beschwerde eingelegt. Und die Generalstaatsanwaltschaft hat dann auch die Staatsanwaltschaft Bremen angewiesen, die Ermittlungen aufzunehmen. Was da wirklich ins Rollen kam, das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Auch nicht, welchen Ausmaß und welche Dauer dieses Verfahren annimmt. Was ist in den Stunden vor Katharinas Tod passiert? Mit wem hat sie gechattet? Katharina war im Internet-Selbsthilfeforum Hoffnungsschimmer aktiv. Hat sie hier ihren Mörder kennengelernt? Die Betreiber des Forums sind alarmiert. Wir haben regelmäßig Situationen, in denen Userinnen von ihren Plänen schreiben, sich das Leben zu nehmen, dass aber jemand von jemand anders in einem Ort, den wir als sicheren Ort zur Verfügung stellen, den nutzt, um jemanden in den Suizid hinein zu manipulieren. Auf die Idee kamen wir nicht. Als sich herauskristallisiert hat, dass es jemand mit dem Nickname Haimu sein könnte, haben wir gesehen, dass er sehr systematisch vorgegangen ist. Also erstmal ganz, ganz viele Frauen angeschrieben hat. Er hat direkt erfragt, wie suizidal jemand ist. Was ja erstmal eine seltsame Frage ist in einem Forum, wo es darum gehen soll, einander zu unterstützen. Und wir haben dann auch tatsächlich die Polizei informiert, worauf wir keine Rückmeldung bekommen haben. Wir waren sozusagen etwas hilflos und ratlos in der Situation. Und in dieser Ratlosigkeit erreichte uns ein Journalist von RTL, Herr Kunig. Ich habe damals für Explosiv gearbeitet und wir haben uns dieses Falls angenommen, weil wir das Gefühl hatten, es kann nicht sein, dass die Staatsanwaltschaft sagt, wenn ein junger Mensch angestiftet wird, sich umzubringen und das tatsächlich passiert, dann sieht man dort keinen Ermittlungsbedarf. Das war für uns nicht nachvollziehbar im Sender. Kunig will den Unbekannten, der sich in das Selbsthilfeforum eingeschlichen hat, stellen. Er ist ein erfahrener Investigativjournalist und kennt sich aus mit heiklen Fällen. Er nimmt Kontakt zu Katharinas Mutter auf. Die Eltern haben sich dann damals darauf eingelassen, mir das Handy von Katharina zu schicken. In diesen Chatprotokollen von dem Selbsthilfeforum Hoffnungsschimmer hatte er sich Haimu genannt, beziehungsweise Ish Seifer. Das waren zwei verschiedene, die aber einer Person zugeordnet werden konnten. Und dadurch hatten wir einen ersten Hinweis darauf, wer er ist. Für mich war klar, dass der weitermacht. Der würde, nachdem er einmal erfolgreich war, auf eine kranke und perverse Art nach weiteren Opfern suchen. Und ich habe damals gedacht, wenn du es schaffst, Kontakt zu diesen Menschen zu kriegen und ihnen in eine Falle zu locken, dann kannst du vielleicht ihn stoppen. Wir haben damals die Kriminalpsychologin Lydia Benecke angerufen. Ich fand die Anfrage natürlich sehr, sehr ungewöhnlich und habe mich erstmal gefragt, was ist das für eine Geschichte? Was ist das für ein juristischer Sachverhalt? Was soll überhaupt das Ziel sein? Er hat halt umfassend geschildert, dass tatsächlich eine Ermittlung abgelehnt wurde, obwohl die Kommunikation zwischen der toten Katharina und dem wahrscheinlich Mann, mit dem sie schrieb, sehr, sehr deutlich belegt hat, dass dieser Mann sie ganz gezielt dazu manipuliert habe, sich selbst zu töten. Und ich habe natürlich sofort gedacht, das ist eine super gefährliche Situation. Wenn das so abgelaufen ist, dann spricht ja einiges dafür, dass dieser Mann jetzt nicht aufhören wird. Warum sollte er, wenn er jetzt mitbekommen hat, dass gar nicht ermittelt wird? Lydia Benecke beschließt, sich in das Hoffnungsschimmer-Forum einzuschleusen und mit Haimu in Kontakt zu treten. Dafür muss sie seine Persönlichkeit kennen und wissen, wie er tickt. Ich habe die Kommunikation zwischen der verstorbenen Katharina und diesem Mann vollständig mir angeschaut. Und mein Eindruck war, okay, der will sehr gezielt eine bestimmte Tötungsart von dieser Frau und er hat sie sehr bewusst, aus meiner Sicht sehr
clever manipuliert, immer mehr destabilisiert, damit sie am Ende genau auf diese Art sich tötet, wie er das will. Sehr wahrscheinlich kann das hier ein sexuelles Motiv sein. Und wenn das ein gefährlich sexuell sadistischer Mann ist, dann wird er nicht aufhören. Ich habe Kontakt aufgenommen zu der Betreiberin des Forums, habe mich komplett transparent gemacht, gesagt, wer wir sind, was wir vorhaben und sie auch darüber informiert, dass wir es für notwendig erachten, diesen Menschen zu versuchen zu stellen. Wir haben dem erstmal zugestimmt mit der Bedingung, dass wir die Nicknames dieser Fake-Accounts mitgeteilt bekommen. Sodass wir dann Profile erstellen konnten, von denen Lydia sich sicher war, dass sie ihn triggern und interessieren würden. Und ich habe dann versucht, eine Figur zu erschaffen, die komplementär zu seinen Motiven und Bedürfnissen ist. Also einerseits eine junge Frau, die genau die Vulnerabilität aufweist, auf die er aus meiner Sicht sehr deutlich abzielte. Wir haben uns überlegt, wie können wir sowohl das gewährleisten, dass Journalisten ihre Recherche da betreiben können, als auch, dass die anderen geschützt werden vor Haimu. Und wozu das geführt hat, war, dass das Team quasi rund um die Uhr die Aktivität von Haimu beobachtet hat bei uns im Forum. Und das war auch ein Zustand, wo sich niemand getraut hat, das Forum auch für eine Stunde unbeaufsichtigt zu lassen. Also wir wussten, es kann jederzeit passieren, dass er ein neues Opfer sich sucht. Da sich die Polizei immer noch nicht gemeldet hat, entscheiden sich die Betreiber des Forums für eine Zusammenarbeit mit RTL und der Psychologin Lydia Benecke. Lydia Benecke schlüpft in die Rolle des Lockvogels. Als sie dann sagte, nach relativ kurzer Zeit, ich habe Kontakt zu ihm, dann waren wir alle elektrisiert. Es wurden Mobilnummern ausgetauscht, die dann auch, und es war auch sein Bestreben, von dem Forum wegzukommen auf einen Messenger-Dienst, sodass der Kontakt dann über einen Messenger-Dienst ging. In den Chats, die ich mit ihm geführt habe, hat er dieselbe Strategie erstmal versucht anzuwenden wie bei Katharina. Er hat eben erstmal versucht, Vertrauen aufzubauen, positive Dinge zu schreiben und dann aber immer deutlicher gezeigt, dass er auch versucht, die Person zu destabilisieren. Er hat in diesen Chats auch geäußert, dass das für ihn kein Fantasiespiel ist, sondern dass er in der Realität entsprechend handeln würde, auch gegen den Willen der anderen Person. Ich erinnere mich an ein Protokoll, wo er auch Lydia Benecke als nutzlose Schlampe, als nutzloses Stück, was es verdient, bestraft zu werden, tituliert hat, wo sie dann eben in ihrer Rolle als Lockvogel auch drauf eingegangen ist. Aber wenn man das liest, oder wenn man das mitkriegt und einem klar wird, was für ein kranker und gefährlicher Mensch dahinter steckt, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Wolfram Kunig will Haimu in eine mit Kameras ausgestattete Wohnung in Köln locken. Er soll gestellt und anschließend der Polizei übergeben werden. Doch der Plan geht nicht auf. 4 Wochen nach Katharinas Tod meldet sich im Forum eine neue Userin an. Es ist die 23-jährige Birgit aus Leipzig. Birgit ist eine junge Frau, die ebenfalls schon viel in ihrem Leben erlebt hat, dadurch auch sehr, sehr belastet war, ebenfalls Trost im Internet gesucht hat. Am 19.03. schrieb uns Birgit an und teilte mit, dass Haimu auch mit ihr schreibt und sie dazu versucht zu überreden, Suizid zu begehen. Wir haben sie ausdrücklich darum gebeten, den Kontakt einzustellen. Da wussten wir aber sicher, wir haben einen Menschen, der jetzt aktiv weiter versucht, Frauen zu überreden, Suizid zu begehen. Hast du gerade Druck, es zu tun? Ich weiß nicht, ob ich es tun kann. Wieso nicht? Was ist der Grund, dass du es nicht weißt? Wovor hast du Angst? Ich weiß nicht so recht. Und wenn du schreibst, dass du nicht weißt, ob du es tun kannst, ist das immer so, dass du es nicht kannst? Oder nur gerade im Augenblick nicht? Also die Frage ist immer nicht oder gerade jetzt nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Würdest du gern, dass es wer tut bei dir?
Birgit recherchiert im Netz und stößt in Zeitungsartikeln auf den Fall Katharina. Sie liest die dort veröffentlichten Chats. Dabei fallen ihr Parallelen auf. Birgit hat durch diese Chats, die sie auch mit ihm hatte, gesehen, der macht Rechtschreibfehler, wie es wohl möglich auch der Täter bei Katharina gemacht hat. Ich habe vielleicht denselben, mit dem ich gerade chatte. Und sie hatte den Kontakt aufgenommen zu Katharinas Eltern und wusste, dass dieser Mann nicht gestellt werden konnte. Und sie hatte den Wunsch, dass ihr Tod, den sie sicher wollte, etwas Gutes bewirkt, nämlich diesen Mann zu stoppen, damit er keine weiteren Opfer produziert. Wir haben uns sehr große Sorgen um Birgit gemacht, weil sie auch irgendwann einen Eintrag hinterlassen hat auf der Seite, aus dem deutlich wurde, dass sie lebensüberdrüssig ist und dass sie sich vielleicht das Leben nehmen würde. Und dann schrieb sie, dass sie eigentlich vorhatte, sich mit ihm zu treffen und sich vor seinen Augen zu suizidieren, gleichzeitig der Polizei Bescheid zu sagen, damit er gestellt werden kann und weitere Opfer verhindert werden können. In dem Moment war für uns klar, wie ernst es um sie steht, dass es für sie keine Grenzen dessen gibt, wie weit sie gehen würde, und auch, dass es für diesen Mann keine Grenzen geben würde. Währenddessen sucht das RTL-Team um Wolfram Kunig für die Story nach weiteren potenziellen Opfern im Selbsthilfeforum. Die Leiterin Tatjana Edelmann ist skeptisch. Wir haben uns letzten Endes darauf vereinbart, dass sie als eine Art Vorfilter in Kontakt tritt zu den Mitgliedern des Forums und denen dann die Kontaktdaten von mir gibt. Birgit hat sich mit diesen Kontaktdaten, die sie erhalten hat, bei mir gemeldet. Bevor Kunig mit Birgit ein Interview führen kann, wird sie in die geschlossene Station der Psychiatrie eingewiesen. Ihr Zustand ist schlecht. Das Handy wird ihr abgenommen, dennoch gelingt es ihr, mit Haimu in Kontakt zu bleiben. 2 Wochen später bittet Birgit ihre Ärzte um 1 Stunde Ausgang. Wir hatten eine Wohnung im Auge, die wir angemietet hatten bzw. anmieten wollten und waren eigentlich bereit, ihn dorthin zu locken. Das hat sich dann aber komplett anders entwickelt, weil ich irgendwann einen Anruf bekam, am späten Nachmittag, von einem Vertrauten von Birgit, der zu mir sagte: Herr Kunig, Birgit hat sich selbst aus der Psychiatrie entlassen, unter einem Vorwand, dass es ihr besser ginge. Das Gegenteil ist der Fall. Sie ist auf dem Weg zu Haimu und möchte sich von ihm suizidieren lassen. Das war für mich natürlich der absolute Super-GAU. Und ich hatte die große Befürchtung, dass es tatsächlich passieren würde, dass noch ein Mensch sterben würde. Und zum Zweiten, dass die Strafverfolgungsbehörden vielleicht ein zweites Mal sagen, erneut Anstiftung zum Selbstmord, wir machen mal wieder nichts. Ich bin direkt von Köln aus Richtung Frankfurt gefahren, habe währenddessen versucht, ein Kamerateam zu organisieren und alles Notwendige irgendwo in die Wege zu leiten, um für mich die Sicherheit zu kriegen, das verantworten zu können. Ich habe sie dann angerufen. Sie war erstaunlich klar und stabiler, als ich es befürchtet habe bzw. gedacht habe. Wir haben lange telefoniert und ich habe Birgit dann in der Tat in Frankfurt am Hauptbahnhof getroffen. Ich hatte vorher kein Bild von Birgit vor Augen. Sie hatte sich zu diesem Zeitpunkt die Haare komplett abrasiert. Sie hatte eine Glatze. Und ich hatte bei Birgit das Gefühl, in diesem Moment wusste sie, wo sie steht. Sie wusste, was sie wollte. Und sie war bereit, mit mir Absprachen zu treffen, mit dem gemeinsamen Ziel, Haimu an diesem Abend zu stoppen. Ich weiß, was er vorhat. Was hat er vor? Naja, wir werden mit dem Auto fahren. In ein Waldstück. Dort will er reden. Ja. Und dann alles weitere. Das heißt, er will sie dann erhängen? Ja, genau, er würde dann den Galgen vorbereiten. Ja, das hört sich so, das ist so schwer nachfassbar. Also so schwer nachvollziehbar, weil das völlig krank ist. Versuch das mal jemandem zu erklären, der denkt, du hast einen Vogel. Birgit berichtet, dass Haimu mit persönlichen Details über sein Leben versucht habe, ihr Vertrauen zu gewinnen. Er hat ein Kind, 19 Jahre, ist eine Tochter, ist verheiratet, ist zwischen 35 und 45 Jahre alt.
mitten während dieses Interviews klingelte dann ihr Telefon und sie sagte, Scheiße, das ist er. Es tut mir leid. Nicht schlimm. Das ist Heimo. Sie ist dann rangegangen an das Telefon und wir hatten zum ersten Mal, als sie ihn auf laut gestellt hat, seine Stimme dann. Und da war nichts Liebevolles. Was hast du denn an? Eine Hose, Pullover, T-Shirt, Jeans. Und drunter? Ganz normale Unterwäsche. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich melde mich nachher nochmal. Vielleicht wird's heute Abend noch was. Okay. Und dann war klar, wir machen weiter. Wir fahren nach Gießen. Der Kameramann sollte Birgit zum Zug bringen, bei ihr bleiben, bis sie eingestiegen ist. Und wir wussten, dass dieser Zug von Frankfurt bis nach Gießen nonstop fährt. Meine Aufgabe war es, zeitgleich bzw. möglichst schnell von Frankfurt nach Gießen zu fahren und die Polizei zu informieren, was da gleich passieren könnte. Denn bis zu diesem Zeitpunkt waren die überhaupt nicht eingeweiht. Wolfram Kunig fährt mit dem Auto nach Gießen. Sein Kameramann begleitet Birgit während der Zugfahrt. In 60 Minuten werden sie am Gießener Bahnhof ankommen. Bis dahin will Kunig mit der Polizei vor Ort sein. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Als ich vorne an der Pforte klingelte, also an der Eingangstür, meldete sich der Kriminaldauerdienst und sagte, ja bitte. Und dann habe ich gesagt, mein Name ist Wolfram Kunig, ich bin Journalist und ich muss Sie um Mithilfe bitten. Es geht darum, einen Menschen zu retten. Die wurden natürlich sofort hellhörig, es wurde die Tür aufgemacht und ich bin zuerst auf 2 Beamte getroffen, eine Frau und einen Mann, denen ich das Ganze geschildert habe, die im ersten Moment komplett ratlos waren. Es gelingt dem RTL-Reporter, die Polizei von seinem heiklen Plan zu überzeugen. Gemeinsam fahren sie zum Gießener Bahnhof. Während sich die Polizisten im Hintergrund positionieren, hält Kunig Kontakt zu Birgit. Um 0:04 Uhr kommt Birgit mit dem Regionalexpress aus Frankfurt an. Ich war als Zivilist mit einer kleinen Kamera im Bahnhof drin, konnte sehen, wie sie sich ungefähr 100 Meter entfernt auf den Boden gesetzt hat, an ein Plakat, um dort auf ihn zu warten und hatte gleichzeitig auf meinem Handy aber auch den Kontakt zur Polizei. Es sind -2 Grad. Mittlerweile ist es 1:45. Seit knapp einer Stunde regt sich nichts am Gießener Bahnhof. Keine Spur von Heimo. Hat er die Beamten bemerkt? Deutlich nach Mitternacht fragte die Polizei, also der Einsatzführer, ob wir mal abbrechen sollten. Es gäbe ja keinen Kontakt, das Handy wäre aus und mal in die Wache fahren sollten, um vielleicht einen Kaffee zu trinken. Das habe ich Birgit auch geschrieben, die auch sagte, alles klar. Und als wir aufstanden, rief sie mich an und sagte, er hat sein Handy an, er kommt. Um 1:09 Uhr erscheint Heimo plötzlich auf dem Bahnhofsvorplatz. Ab jetzt filmen Wolfram Kunig und sein Kameramann jeden Schritt. Man hat die beiden sofort getrennt, Birgit weggeführt von ihm. Und er wusste am Anfang gar nicht, was passierte. Er hat das für eine normale Personenkontrolle gehalten am Bahnhof, weil er sich wirklich in Sicherheit wähnte. Heimo wird durchsucht und seine Personalien festgestellt. Der anonyme Mann aus dem Internet heißt mit bürgerlichem Namen Brunhold S. und ist 57 Jahre alt. Er wohnt in einem kleinen Ort bei Limburg-Waldburg in Hessen. Und als dann keine Abwehrbewegungen von den Beamten kamen, habe ich natürlich die Situation genutzt und bin auf ihn herangetreten und habe ihm die Fragen gestellt, die für mich in diesem Moment wichtig waren. Was machen Sie denn hier, wenn ich fragen darf? Ich habe eine Internetfreundin, die junge Dame da. Die wollte mich besuchen. Und kennen Sie die schon länger? Ja, ja. Okay. Sie hat ein paar Probleme gehabt und da hat sie mich gebeten. Ich komme gerade von der Arbeit. Ich konnte den ganzen Tag nicht. Dann hat sie hier auf mich gewartet. Ja. Ich hole sie dann ab. Wolfram Kunig stellt dann eine für die späteren Ermittlungen entscheidende Frage. Eine kurze Frage stellen. Ja? Weil wir ja auch jetzt hier sind. Wie lange kennen Sie die Dame denn schon? Ich möchte dazu aber keine Auskunft geben. Okay. Ich kenne die schon einige Zeit. Wir haben schon ein paar Mal telefoniert. Sind Sie Heimo? Hä? Sind Sie Heimo? Ja? Wieso? Okay.
Weil ich gerne, komm mal bitte etwas näher. Ja? Weil ich gerne wissen möchte, was Sie den Eltern von Katharina sagen. Was sagen Sie den Eltern der Katharina, die Sie in den Selbstmord getrieben haben? Das will Ich habe keine Frau in den Selbstmord getrieben. Ach nein? Nein. Die ist aber tot. Und die ist tot, weil Sie mit ihr gechattet haben und geskypt haben. Und sie danach tot war. Es war, wenn ich das so sagen darf, es war abstoßend. War ein sehr abstoßender Moment. Und wenn Sie dann im Hinterkopf haben, was der vorher schon geschrieben hat, was seine Motivation dahinter ist, was die Idee dahinter ist, das dann mit diesem Menschen zu verknüpfen, das war schon ekelhaft. Die Aussagen von Birgit und Wolfram Kunig reichen den Polizisten, um Brunhold S., alias Haimu, vorerst in Gewahrsam zu nehmen. Sie bringen ihn ins Polizeipräsidium Gießen. Hier wird er die Nacht verbringen. Die juristische Lage ist schwierig, denn noch ist nichts passiert. Wird Haimu morgen wieder auf freiem Fuß sein und nach seinem nächsten Opfer suchen? Ich wurde erstmals betraut mit dem Sachverhalt am 29.04. Das war ein Freitag. Morgens hat mein Handy geklingelt, mein Kollege war dran, der hatte Bereitschaftsdienst. Und der hat mich darüber informiert, dass in der Nacht ein 57 Jahre alter Mann festgenommen worden sei. Und dieser Festnahme ein sehr atypischer Sachverhalt zugrunde liegen würde. Und es sei jetzt darüber zu entscheiden, was im Anschluss an diese vorläufige Festnahme passiert. Ich hatte einfach das Problem, dieses Geschehen zunächst rechtlich zutreffend einzuordnen. Das hing damit zusammen, dass ja rein faktisch in der Außenwelt noch nichts passiert war. Wir hatten ja die Konstellation, dass sich zwei Menschen, die ein bestimmtes Vorhaben verfolgt haben, am Bahnhof in Gießen getroffen haben, aber rein objektiv war noch gar nichts passiert. Und das Strafgesetzbuch sanktioniert Vorbereitungshandlungen nur in einem sehr engen Bereich. Das hat auch seinen sehr guten Grund, weil man halt einfach Strafbarkeit nicht zu weit vorverlagern will. Sodass ich jetzt erstmal vor der Frage stand, wie es damit juristisch umzugehen, weil die Anordnung von Untersuchungshaft erfordert immer einen dringenden Tatverdacht, also den konkreten Verdacht einer ganz konkreten Straftat. Der Haimu ist in der Vergangenheit schon sehr, sehr häufig mit ähnlich gelagerten Sachverhalten aufgefallen. Aber das hatte in der Vergangenheit eigentlich keine Konsequenzen, weil man davon ausgegangen ist, dass das, was dort passiert, in diesem Vorbereitungsstadium noch nicht strafbar ist. Ich habe das allerdings anders gesehen.